Hannes Zorn ist einer der führenden Künstler der Jahre um 1900. Er war ein richtig gehender Global Player der damaligen Kunstszene. Und nachdem Zorn schon auf der ganzen Welt zu sehen war, dieses vielfältige und unglaublich innovative Werk, ist es, würde ich mal sagen, höchste Zeit, dass er jetzt hier in Hamburg auch zu Gast ist. Zorn hat ein unglaublich breites Œuvre. Er beginnt als Aquarellmaler, wo er Wahnsinnsfertigkeiten entfaltet. Und ich meine, das Aquarellmedium hat er echt so im Griff gehabt wie kaum ein anderer Künstler in der Zeit. Das ist wirklich genial, was er da geliefert hat. Und dann lernt er die Ölmalerei und erlebt dann seinen großen Durchbruch als Porträtmaler. Malt diesseits und jenseits des Atlantiks die reichen Größen der High Society, der Upper Class, amerikanische Präsidenten, schwedische Könige und hat es einfach verstanden, sich nicht auf einen konkreten Stil zu konzentrieren, sondern es gibt Werke, die fallen eigentlich in das Impressionistische rein. Und dann gibt es aber auch ganz andere Tendenzen, die eher der Salonmalerei zuzuordnen wären. Und dieses Schillernde macht diesen Künstler aus, dass er wahnsinnig schwer sich greifen lässt. Und das wusste er auch. Und er wusste auch, dass ihm das natürlich auch helfen kann, um mit möglichst vielen Leuten dementsprechend in Kontakt zu kommen. Er hat sich dann von Anfang an mit den besten Materialien, den besten Kleidern, dem Besten an allem eingedeckt, weil er wusste, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise präsentiere, dann ziehe ich auch ein bestimmtes Klientel an. Und das sehen wir ja auch mit seinem Erfolg als Porträtist, dass diese Strategien aufgegangen sind. Seine schwedische Herkunft begleitet ihn sowohl in seinen frühen Werken, in den Aquarellen als auch in seinem späteren Werk. Obwohl er wirklich viel in der Welt unterwegs ist, sind sowohl Landschaftsansichten als auch Arbeitsmotive aus seiner Heimat, Menschen, die er dort porträtiert. Und man merkt einfach, dass das trotz seines kosmopolitischen Lebens einfach ein sehr, sehr großer Teil ist. Und auf der anderen Seite ist er neugierig aufs Stadtleben. Er möchte Kulturen entdecken, er reist. Ein Reiseziel von ihm war Spanien. Das hat er insgesamt 9-mal besucht. Zorns Perspektive auf Spanien ist eine nordeuropäische Perspektive. Gerade in seinen früheren Werken, die in Spanien entstehen, arbeitet er viel mit klischeehaften Darstellungen von spanischen Frauen. Aber wir sehen während seiner späteren Reisen dorthin, dass seine Auseinandersetzungen mit der Kultur dort tiefer werden und dass er mehr interessiert ist am Alltagsleben der Menschen und dass er vermehrt Motive wählt, die das Klischeehafte überwinden. Ja, die Selbstbildnisse haben was ganz, ganz Programmatisches in seinem Werk. Und wir haben eben auch gesagt, wir verteilen die lieber auf mehrere Räume, dass man mit denen so ein bisschen auch seinem Werdegang folgen kann. Und es gibt dieses Wunderbare, was er mit 29 geschaffen hat, im Auftrag der Uffizien, wo er stolz im Bild steht, mit dem roten Bändchen, gerade zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden in Paris. Eine der höchsten Auszeichnungen, die man überhaupt in Frankreich damals erhalten konnte. Dann haben wir noch dieses berühmte Später von 1915, 5 Jahre vor seinem Tod, im roten Anzug. Ich meine, Zorn kann so einen Anzug tragen, das können auch nicht so viele. Und er steht eben auch in so einem typischen Holzhaus. Also das ist dann wieder dieses Heimatverbundene in Mora, wo er sich dann in diesem typischen Ambiente nochmal abbildet. Immer mit Zigarette in der Hand. Das ist ja auch auf den meisten seiner Selbstdarstellungen auch so zu sehen. Zorn hat schon früh seine Sommermonate auf der schwedischen Insel Dalarö verbracht. Und da hat er eben auch sein Thema der Akte in der Natur gefunden. Das Besondere an diesen Aktszenen ist eben, dass sie sehr natürlich sind, was zu dem Zeitpunkt keine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Denn eigentlich waren Aktdarstellungen noch stark in allegorischen und mythologischen Themen verankert. Und Zorn gehört eben zu den ersten KünstlerInnen, der die Frauen in seinen Werken aus diesem Kontext herauslöst. Obwohl auch da der Schaffensprozess eigentlich sehr durchdacht ist, wirken sie fast wie Momentaufnahmen. Das liegt zum einen daran, dass Zorn sehr flüchtige Augenblicke festhält, wie eben das Spiel der Wellen auf dem Wasser oder Lichtreflexe auf den Körpern der Frauen. Es liegt aber eben auch an dieser ungestellten Pose der Frauen, dass man wirklich das Gefühl hat, sie sind sich auch gar nicht dessen bewusst, dass sie gerade beobachtet werden. Wir haben eine volle Etage mit 160 Werken von Anders Zorn und der nicht nur das Talent hatte, sondern gleichzeitig eben auch ein gewisses Kalkül. Und das macht ihn schon zu so einem wichtigen Phänomen der Moderne um 1900. Kein deutscher Künstler war damals 7-mal in den USA. Zorn hat es geschafft. Und das ist schon besonders. Aber dafür gibt es eben auch diverse Kriterien. Und das versuchen wir auch in dieser Ausstellung so ein bisschen nachzuzeichnen, seinen Weg.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute auch mitgerissen werden von seiner unglaublichen Fähigkeit, malen zu können.